Heute gibt es ein Chicken Curry nach original indischem Rezept. Das Curry mixen wir uns dafür selber. Dazu brauchen wir 3 Lorbeerblätter, 2 große Esslöffel Korianderkörner, 1 Esslöffel Kreuzkümmel, auch Kumin genannt, 2 bis 3 kleine Zimtstangen, 20 Pfefferkörner, 1 Teelöffel gemahlenen Kardamom und 2 bis 3 Nelken. Statt des gemahlenen Kardamom kann man auch 4 Stück schwarzen Kardamom nehmen. Damit die Gewürze so richtig ihren Geschmack entfalten können, werden die jetzt in einer heißen Pfanne erst einmal angeröstet. Den gemahlenen Kardamom muss man jetzt nicht unbedingt dazugeben, weil der schwer auch wieder aus der Pfanne herausgeht. Die Gewürze sollen nicht braun werden, die sollen eben nur ein bisschen warm werden und rösten. Und bevor das dann zu heiß wird, nehme ich dann die Gewürze wieder raus und gebe die in einen Mixer. Das ist schon mal ein herrlicher Duft. Die Gewürze werden jetzt einigermaßen gut verkleinert und kommen dann in einen Mörser. Die Gewürze werden jetzt nochmal richtig fein gemahlen, sie müssen allerdings nicht zu fein sein. Ihr könnt hier noch einen halben Teelöffel Ingwerpulver dazugeben. So, das Gewürzpulver ist jetzt fertig und wir kommen weiter zum nächsten Teil. Ich brauche jetzt noch 9 kleine Tomaten oder 4 große, 3 Zwiebeln, eine grüne Peperoni, etwas Knoblauch und ein Stück Ingwer. Weiter brauchen wir an Gewürzen einen halben Teelöffel Kurkuma-Pulver, 1 Teelöffel Chili-Pulver und ungefähr 1 Esslöffel Salz. Statt des frischen Knoblauch und Ingwers kann man auch einen Esslöffel Ingwerpaste oder Knoblauchpaste hineintun. Ich mache mir die Paste selber mit einer Knoblauchpresse. Die Zwiebeln werden einfach klein geschnitten und kommen jetzt in einen Topf mit etwas Öl hinein. Die Zwiebeln sollen jetzt nicht braun werden, sondern einfach nur ein wenig andünsten in dem Öl. Dazu kommt jetzt meine Ingwer- und Knoblauchpaste sowie die klein geschnittenen Tomaten. Das Ganze lasse ich jetzt ein paar Minuten köcheln. Und zwar so lange, bis die Tomaten nachher ein wenig breiig sind. Dann sieht das so aus. Jetzt kommen auch schon bis zu 1 Kilogramm Hähnchenteile dazu. Dabei könnt ihr nehmen, was ihr gerne wollt. Im Original sind die Hähnchenteile ohne Haut. Ich mache das auch gerne mit Haut. So, jetzt kommt die Gewürzmischung dazu. Wasser braucht ihr nicht dazugeben, weil die Hähnchenteile noch etwas an Wasser lassen werden. So, die Peperoni dazu oder je nach Geschmack die Chili. Und der Rest der Gewürze, der Salz, Kurkuma-Pulver, alles ein bisschen verrühren und dann abgedeckt ca. 5 Minuten kochen lassen. In der Zwischenzeit bereite ich den Koriander vor. Ich nehme einen Bund Koriander und schneide ihn klein. Der kommt dann später zu den Hähnchen dazu. Das riecht jetzt schon ganz lecker. So, damit die Hähnchenteile von allen Seiten gar werden, drehe ich die jetzt einmal um. Das Ganze köchelt dann wieder ein paar Minuten. Oh, sieht schon mal gut aus. Hier seht ihr schon, wie viel Flüssigkeit sich inzwischen gebildet hat. Dazu gebe ich jetzt den geschnittenen Koriander und noch 2 kleine Tassen Wasser. Noch ein wenig umrühren. Das sieht doch jetzt schon ganz gut aus und duftet auch ganz herrlich. Ich lasse das jetzt noch ca. 10 Minuten auf dem Herd stehen und ein wenig köcheln. Dann ist das Essen auch schon fertig und kann mit Reis gereicht werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen und denkt dran, wenn ihr noch mehr sehen wollt, Daumen hoch und nicht vergessen zu abonnieren. Tschüss und guten Appetit!